Viele Menschen tauchen wieder auf, sobald du anfängst, dich zu verändern. Zuerst wirkt es schmeichelnd. Es fühlt sich an wie Aufmerksamkeit, wie Interesse, vielleicht sogar wie Reue. Manchmal hört es sich an wie: Ich musste einfach wieder an dich denken. Doch wenn man genauer hinschaut, steckt selten das dahinter, was man sich erhofft. Was sie oft wirklich spüren, ist ein Verlust. Aber nicht den Verlust von dir als Mensch, sondern den Verlust einer Dynamik, von der sie lange profitiert haben. Wenn du dich weiterentwickelst, wenn du Grenzen setzt, wenn du auf einmal nicht mehr sofort springst, nicht mehr alles erklärst, nicht mehr alles schluckst, dann ändert sich das Machtgefüge. Und genau das erzeugt in manchen eine Unruhe, die sie fälschlicherweise für Sehnsucht halten. Die Wahrheit ist, viele melden sich nicht, weil du ihnen fehlst, sondern weil die frühere Version von dir für sie bequem war. Die Version, die Verständnis schenkte, selbst wenn keins zurückkam. Die Version, die sich entschuldigte, selbst wenn sie verletzt wurde. Die Version, die sich anpasste, um die Harmonie zu schützen, die eigentlich nur einseitig existierte. Wenn du klar wirst, entlarvt das alte Muster. Es wird sichtbar, wer deinen Wert erkennt und wer nur den Vorteil erkennt, den du geboten hast. Menschen, die nie wirklich in dich investiert haben, reagieren nicht auf dein Wachstum, sondern auf die Konsequenzen deines Wachstums. Sie verlieren Zugriff, sie verlieren Kontrolle, sie verlieren die Sicherheit, dass du dich wieder klein machst, damit sie sich groß fühlen können. Wirkliche Verbindung beginnt erst dort, wo du nicht für deinen Mangel gemocht wirst, sondern für deine Klarheit respektiert wirst. Wo du nicht für deine Nachgiebigkeit gehalten wirst, sondern für deine Grenzen ernst genommen wirst. Ein Mensch, der dich wirklich sieht, braucht keine alte Version von dir, um zu bleiben. Er wächst mit dir. Er passt sich nicht an, weil er muss, sondern weil er will. Und genau dort entsteht Beziehung, nicht Wiederholung, nicht Verlustangst, nicht das Reaktivieren alter Spiele. Dein Wachstum sortiert Menschen. Manche verschwinden leise, andere versuchen dich zurück in die Rolle zu drücken, die für sie funktionierte. Und nur wenige sagen: Gut, dass du dich veränderst. Ich komme mit. Das ist die Art von Mensch, die bleibt, auch wenn du wächst.